Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns nochmal auf dem Beta-Server, der aktuell draußen ist, um den aktuellen Paladin testen zu können. Und ja, dieser hatte innerhalb der Community bisher das, was ich so mitbekommen habe, sei es unter den YouTube-Kommentaren gewesen, unter dem Video, als ich die Klasse das erste Mal getestet hatte, oder im Discord oder in etwaigen Livestreams habe ich gelesen gehabt, dass der Paladin wirklich extrem schlecht abgeschnitten hat von seinen Fähigkeiten her, die er so mit sich bringt. Viele waren enttäuscht gewesen, fanden ihn oder finden ihn so, wie er jetzt momentan ist, relativ langweilig und ja, das ist so der O-Ton, sag ich mal, von dem, was man jetzt so mitbekommen hat. Ja, was halt eben jetzt zum Paladin gerade so umhergeht. Ja? Wenn ihr auch, wie ich, auf dem Beta-Server seid, andere haben jetzt momentan gerade nicht so die Gelegenheit dazu, weil diese E-Mail, die wir jetzt hier bekommen haben, die haben halt nur die Leute vom Beta-Server bekommen. Falls ich dran denke, ja, dann würde ich den Link auch unter dem Video hier posten und dann könnt ihr auch an der Umfrage zum Paladin dran teilnehmen, denn wenn ihr wollt, und das hatte ich auch gelesen gehabt, viele haben sich auf den Paladin gefreut, haben darauf gewartet, dass ja, eine neue Klasse kommt, der Paladin kommt, damit sie einen neuen Char anfangen können, so, ne? Und als sie dann halt eben gesehen haben, was der Paladin so kann und wie stark er halt eben ist, haben sie ja einen ganz schönen Abturner bekommen auf die Klasse und wollen die jetzt halt so, wie sie jetzt rauskommen werden soll, halt nicht wirklich spielen. Und ja, ihr könnt halt eben nur daran was ändern, wenn ihr halt eben auch an dieser Umfrage hier teilnehmt. Und deswegen ja, würde ich euch bitten, das auf jeden Fall auch zu machen. Es ist auf jeden Fall schon mal ja, gut, sag ich mal, dass jeder so seine Meinung kundtut zu der Klasse, ne? Und ich denke aber, dass das meiste halt wirklich über diese Umfragen läuft, was halt eben Player Games so mitbekommt. Vielleicht machen die nochmal so eine Community-Umfrage, wo halt jeder nochmal irgendwie so dran teilnehmen kann. Aber momentan, wie die Klasse gerade draußen ist, ja, glaube ich persönlich, aufgrund des doch relativ massiv schlechten Feedbacks der Community, dass die Fähigkeiten, so wie sie jetzt momentan sind, entweder ja, so released werden, wie sie sind und der Paladin wahrscheinlich mit Abstand der schlechteste Klassen-Release wird, so innerhalb der Community, oder sie werden nochmal so ein bisschen drauf hören und eventuell die Fähigkeiten nochmal umstrukturieren, beziehungsweise darüber nachdenken, diese ein bisschen ja, umzuformen, weil ja, man hat wirklich schon sehr viel negatives Feedback zu der Klasse gelesen und ja, das ist nicht irgendwie was ich mir jetzt hier so irgendwie so aus den Fingern saug. Ja. Ich hatte abseits von dem Video, wo wir den Paladin ein bisschen getestet haben, im Stream auch nochmal getestet und die Klasse ist wirklich, also es ist ja nicht, ich sag mal so, es ist ja nicht schlimm, dass die Klasse nicht gut ist in den Dungeons. Wir haben ja auch andere solide Klassen, die sehr schlecht sind in den Dungeons. Ich rede zum Beispiel von meinem Battle Mage. Ja? Der ist ja wirklich auch abgrundtief schlecht in den Dungeons. Das muss man wirklich so sagen. Allerdings, ja, weiß ich nicht, ist es beim Paladin jetzt so, dass halt eben diese Fähigkeiten von den Klassen jetzt halt eben auch nichts großartig Innovatives mitbringen, sodass man sich überlegen muss, bevor man den Paladin nimmt, eventuell doch lieber sich für einen Krieger zu entscheiden oder einen Battle Mage irgendwo. Ne? Man kann natürlich auch nicht ganz ja, jetzt aufgrund von dem Beta-Server jetzt sehen, wie verhält sich so die Klasse jetzt 1:1 bei einem Serverstart im PvP zu anderen Leuten oder wie wird sie nachher im Super Late Game werden. So, sie wird wahrscheinlich einer der etwas konstanteren Klassen werden, weil das halt in den Dungeons schon ersichtlich ist, dass da halt eben nicht sehr viel geht. So. Und dadurch, dass der Battle Mage ja zum Beispiel auch sehr konstant in den Dungeons ist, macht es für solche Klassen extrem schwer, am Anfang von Serverstart zu performen. Für viele Leute macht das Ganze nicht so wirklich Spaß und deswegen muss man sich einstellen, wenn man einen Paladin oder einen Battle Mage
oder halt eben auch ein Krieger spielen möchte, dass man wahrscheinlich erstmal sehr weit abgeschlagen sein wird im Vergleich zu anderen Klassen. Ich kann euch ein Beispiel mal zeigen. Ja? Und zwar haben wir hier ein Try gemacht gegen Ares. Wir hatten sehr viele Pilze auch dafür investiert. Und bevor wir in den Kampf reingehen, möchte ich euch mal fragen, ja, wenn ihr einen Gegner habt, der theoretisch wahrscheinlich sogar machbar ist, ja, und eine Klasse habt, die eine 15er Combo aufbaut, ja, gegen einen Gegner im Dungeon, ist diese Klasse, beziehungsweise ist der Gegner dann durch diese Klasse down, wenn ihr von eurer Fähigkeit 15 Mal profitiert. Ich rede jetzt zum Beispiel davon, wenn ihr jetzt Kundschafter seid, ja, und weicht irgendwie 15 Mal in Folge aus, sind dann die Gegner, die momentan nicht liegen die dann? Ja, genauso mit dem Berserker. Der kann ja maximal jetzt nur noch 10 Mal hintereinander angreifen. Das muss man sich mal überlegen. Das wurde genervt von unendlich auf 10 Mal und eine 10er-Kombo rauszuhauen, ist ja schon unendlich random. Also es ist 10 Mal hintereinander anzugreifen. Also ne, eine 50-50 Chance. Kopf oder Zahl, eine Münze werfen, ja, und 15 Mal, was weiß ich, Kopf oder Zahl, je nachdem zu treffen, ist ja wirklich schon extrem unwahrscheinlich. Deswegen, wenn man wirklich schon so viel Glück hat, dann sollte der Gegner auch wirklich liegen, oder? Sollte man zumindest meinen. Ja, oder halt eben, ne, wie gesagt, als Kundschafter ausweichen oder als Berserker, sagen wir mal noch damals, eine 15er-Kombo, 15 Mal hintereinander angreifen, so, ne? Ist dann der Gegner down? So, ne, das sind so eine Sachen, da frage ich euch, das ist in den meisten Fällen würden wahrscheinlich die Gegner dann auch liegen, wenn man so ein Glück hat und ja, so oft hintereinander von seiner Fähigkeit profitiert. Jetzt zeige ich euch mal den Try hier, den wir, warte mal, das ist mir irgendwie noch gerade ein bisschen zu laut hier irgendwie so. Das muss nicht so scheppern. Ich weiß nicht, wie es bei euch rüberkommt, aber auf meinen Kopfhörern ist es gerade ein bisschen sehr laut. Hier in dem Try haben wir tatsächlich eine 15er Combo aufbauen können. Ja, wir haben hier einmal das Schild, dann haben wir in den Offensivmodus gewechselt und dann verlassen wir unsere Fähigkeit und bei der nächsten Fähigkeit jetzt quasi blocken wir 15 Mal hintereinander. Wir blocken 15 Mal hintereinander. Das ist krank. Es ist bodenlos, wie lucky wir in den Try eigentlich gewesen sind. Und daran sieht man, dass die Klasse extrem, extrem frustrierend ist in den Dungeons. Denn wenn man schon so lucky ist und eine 15er Combo raushaut, ja, und dann es trotzdem nicht schafft, den Gegner zu besiegen, was glaubt ihr, wie unbelohnend es sich anfühlt, nach so extrem vielen Pilzen, die wir hier auch reingesteckt haben, wir haben sehr viele Pilze hier reingesteckt, den Gegner dann trotzdem nicht zu besiegen. Ja? Das Ganze wäre wahrscheinlich im Offensivmodus anders verlaufen, wenn wir jetzt eine 15er-Kombo, falls wir das geschafft hätten, weil wir haben ja dann weniger Defense, ne? Wir haben ja jetzt das Schild so oft gehabt, eine 15er-Kombo im Offensivmodus gehabt hätten, dann hätten wir den wahrscheinlich legen können. Aber im Defensivmodus war das kompletter Bullshit. Und ja, das ist einfach, ich muss sagen, also mit keiner Klasse habe ich das, wo ich jetzt, sagen wir mal, so eine kranke Combo aufbauen und so lucky sind und dann den Gegner nicht besiegen. Also das finde ich schon sehr, sehr krass, muss ich sagen. Denn im Vergleich zum Kundschafter zum Beispiel, wenn der 15 Mal ausweicht, der kann ja wenigstens noch deutlich mehr Schaden machen, als jetzt zum Beispiel der Paladin, der halt eben von Haus aus halt eben nicht ganz so viel Damage macht, zwar deutlich mehr aushält, aber das bringt einen auch in den Dungeons überhaupt nichts so, ne? Und ja, ich gehe mal von aus, dass der Paladin, so wie er jetzt momentan gerade ist, wahrscheinlich sogar ein bisschen besser abschneiden könnte in den Dungeons, als es eventuell der Battle Mage jetzt so als direkten Vergleich, als der es tut, weil beim Battle Mage ist es halt so, ihr habt halt eben einen konstanten Schaden, das ist der Arkane Komet, ja, und danach macht der Battle Mage gar nichts mehr. Der kann nicht mehr blocken, der kann nicht ausweichen, der kann sich nicht wiederbeleben, der kann nur noch mit seiner Waffe entweder critten oder nicht critten, so, ne? Deswegen ist der Battle Mage halt eben auch
sehr konstant in den Dungeons, sag ich mal so, ne? Und der Paladin hat zumindest noch so einen Random-Faktor drin, dass der halt eben auf seinen Offensivmodus wechseln kann und halt eben dort so lange wie möglich verweilen kann. Ja, das ist halt eben aber auch relativ schwer zu erreichen, weil der erstmal 50% von den Neutralen in den Defensivmodus und dann 50% nochmal in den Offensivmodus wechseln muss. Also dort erst hinzugelangen ist ja schon schwer, aber sich dort dann auch zu halten ist ja nochmal ein Stück weit, ja, schwieriger, sag ich mal. Aufgrund dessen hat aber der Paladin in den Dungeons zumindest ein bisschen mehr Potenzial als der Battle Mage, weil nach seinem, ja, das Feuerball, sag ich mal so, nach seinen Kometen, da sowieso auch überhaupt gar nichts mehr passiert. Ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen muss, das wirkt sehr, 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 sehr demotivierend auf jeden Fall auf mich, wenn man denn schon bereit ist, Pilze zu investieren in diese Klasse und dann halt eben solche Tries sich anschaut, ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Es muss nicht so laufen, es hätte natürlich auch komplett anders laufen können. Ne? Aber wir haben ja auch sehr viele Pilze in den Gegner hier investiert. Und das, was ihr eben gesehen habt, das war auf jeden Fall auch so halt eben schon mit der beste Try. Ne? Mir wurde in den Kommentaren bzw. im Twitch-Chat geschrieben, dass zum Beispiel Leute, die auf einer ähnlichen Stufe sind wie ich, mit zwar einem Demon Hunter, was zwar eine Dungeon-Klasse ist, also das kann man zwar so direkt nicht vergleichen, aber mit deutlich weniger Attributen schon an Ares als Beispiel vorbei sind, ja. Das sind so, ja, also ich hätte jetzt zum Beispiel keinen direkten Vergleich zu einer Klasse, die jetzt gleichwertig vom Level und den Stats her ist, ja, weil ich jetzt schon lange nicht mehr in diesem Levelbereich war, von 400 roundabout, aber das wurde mir halt eben so geschrieben und die sind halt eben schon mit weniger Stats, aber einer anderen Klasse an Ares als Beispiel jetzt zum Beispiel vorbei, so, ne, und ja, ich meine, klar, in den Dungeons gibt es auf jeden Fall Klassen, die auf jeden Fall besser performen und schlechter performen. Dafür ist es vielleicht in der Ehrenhalle ein bisschen konstanter so, weil ja, da ist es schon gut, wenn man ein bisschen konstanter ist und nicht so hin und her ja, geschubst wird, sag ich mal, ne, und sich da ein bisschen besser hält so. Allerdings, ja, weiß ich nicht, ist das Kernproblem, denke ich mal, auch ein ganz anderes. Davon abgesehen, dass die Klasse halt unendlich schlecht ist in den Dungeons, ja, sind halt eben die Fähigkeiten on top noch wirklich ausbaufähig, sag ich mal so, ja, gut betont, weil das ist nämlich so das, was ich, wie gesagt, innerhalb der Community so ein bisschen gehört habe, dass das Ganze wirklich sehr negativ aufgenommen wird, so wie es momentan gerade ist. Und ja, deswegen schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das nochmal seht. Aber ja, das meiste habe ich eigentlich schon so gehört unter dem letzten Video, wo wir den Paladin getestet haben, als auch im Livestream oder irgendwo auf Discord oder anderen Plattformen so. Ne? Deswegen, ja, ist meine Vermutung, dass bevor die Klasse rauskommt, eventuell nochmal an den Fähigkeiten ein bisschen gearbeitet wird. Ja, viele haben halt mit einem Heal gerechnet bei einem Paladin, das würde eher passen zu einem typischen Paladin so, ne? Andere haben halt mit einer Reflexion irgendwie von einem Schild, ne, dass der Schild irgendwie Damage macht oder sowas mit gerechnet, aber halt eben nicht mit entweder weniger Schaden oder halt eben mehr Schaden, so dieses ganz simple Prinzip, ne, was jetzt halt eben hier gewählt worden ist. Ne. Ja, das wollte ich euch nur noch mal kurz erzählen und zeigen, zum Paladin auf jeden Fall. Falls es da irgendwelche Änderungen gibt, werde ich euch auf jeden Fall auch auf einen Laufenden halten. Und ja, das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünschen wir noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.